In diesem Video geht es um die Anpassung des analytischen Modells in Revit. Dazu erzeugen wir uns zunächst ein paar Schalkanten. Zunächst setzen wir ein paar Stützen ab, Tragwerksstützen natürlich aus dem Ingenieurbau, zum Beispiel 30er auf 40er Stütze. Mit der Leertaste können wir die Lage ändern. Ich setze hier eine Stütze hin und dort eine Stütze hin. Dann nehmen wir noch eine größere Stütze, quadratisch 40 auf 40, setzen die hier ab. Weiter geht's mit Wänden, Ingenieurbau. Wir wählen eine Stahlbetonwand, 20 cm und die lassen wir hier entlang laufen. So nach hier. Nun wählen wir eine 30er Stahlbetonwand. Die setzen wir hier ab. Und nun wollen wir anschließen an die 30er Wand mit einer 20er Wand. Wir wählen also eine 20er Stahlbetonwand aus. Sagen, die Basislinie soll die Außenkante sein. Können hier ansetzen und darüber ziehen. Nun wissen wir, dass es in Revit, ich arbeite hier mit Version 2022, es parallel zu dem physikalischen Modell das analytische Modell gibt. Schauen wir uns das an. Hier finden wir Berechnungsmodell, das ist ein anderer Begriff für analytisches Modell. Ich wähle die Ebene 1 aus und wir zoomen mal hier auf die gerade erzeugten zwei Wände und wir sehen dort in hellblau das analytische Modell dieser zwei Wände. Und überraschend ist, diese Achse läuft durch. Man hätte ja eigentlich erwartet, dass dieses analytische Modell mittig in der 30er und mittig in der 20er Wand liegt. Das ist nicht der Fall. Warum nicht? Wir finden unter Verwalten die Tragwerkseinstellungen und hier bei den Einstellungen für das Berechnungsmodell die automatischen Erkennungen. Hier zum Tragen kommt die horizontale automatische Erkennung, die ist auf 30 cm bei mir eingestellt. Ich ändere die mal ab auf 3 cm, bestätige das und wir sehen, jetzt hat Revit nicht mehr automatisch diese beiden analytischen Modelle der Wände verbunden, sondern es ist so, wie wir es ursprünglich erwartet hatten. Wenn ich das mal etwas in der Dicke dünner setze und hier vermaße den Abstand, das sind nämlich jetzt genau 5 cm zwischen den beiden analytischen Modellen dieser beiden Wände und das ist mehr als in der Automatik eingestellt. Schalten wir es zurück, wir gehen wieder auf Tragwerkseinstellungen, Berechnungsmodell und hier auf 30 cm für horizontal und zack, haben wir wieder diese Automatik, so wie wir es ja auch wirklich haben wollen. Als nächstes wollen wir Unterzüge hinzufügen. Wir gehen also hier auf Ingenieurbau, Träger, wählen Rechteck, Träger, Ortbeton. Wir nehmen 30 auf 60. Der soll von hier nach dort und nach dort laufen und dann machen wir noch einen 30 auf 50, der hier laufen soll. Da sehen wir, dass hier noch eine Stütze fehlt. Dann setzen wir die Stütze da auch noch hin. Ingenieurbau, Stütze. Nehmen wir die gleiche wie unten, 30 auf 40 und setzen die hier ab. Jetzt sehen wir, dass wir ein paar Wände an den Stützen ausrichten sollten. Hier sehen wir die Wände. Diese Wand geht nur bis Achse A, die Stütze darüber hinaus. Also sagen wir ausrichten und wir wollen an dieser Stützenkante hier ausrichten diese Wand. Genauso wollen wir an dieser Stützenkante ausrichten diese Wand. Dann hier wollen wir an dieser Stützenkante
Kante diese Wand ausrichten und nochmal an dieser Kante diese Wand. So, jetzt setze ich hier unten noch schnell die Treppenhauswände hin, die fehlten 30er Wandkette und Wandachse. Also einmal hier herum. So haben wir das. Und jetzt fehlt noch die Decke. Gehen wir also hin, sagen Geschossdecke, Stahlbeton, 20er. Und da fahre ich mal entsprechend hier außen rum. Sollte jetzt mit der Flucht passen. Ja, das sieht gut aus. Also einmal die Punkte abgegriffen und fertig. Wir sehen hier die Spannrichtung, die können wir noch ändern. Sage ich, die Spannrichtung soll über die kurzen Seiten hier laufen, der einzelnen Felder. Und dann sagen wir OK. Es kommt der Hinweis, dass die Wände an der Geschossdecke fixiert werden. Ja, das hätte ich gerne. Und das Symbol lösche ich raus. So, jetzt wird es wieder spannender. Wir wollten uns ja mit dem analytischen Modell befassen und dazu gehe ich nochmal in Verwalten. Wir hatten hier die Tragwerkseinstellungen. Wir hatten uns schon die horizontale automatische Erkennung angeschaut. Jetzt gehe ich hier mal in die vertikale und mache da mal wieder einen 3 cm Abstand heraus, weil wir wollen jetzt mal in das 3D-Berechnungsmodell reinschauen. Und das habe ich jetzt bewusst mal abgeändert. Und Sie sehen, dass die Wände sind jetzt hier nicht, das analytische Modell der Wände ist nicht mit der Decke verbunden. Das ist eben genau, weil ich gerade diese Einstellung geändert habe. Hier die Stützen hingegen sind verbunden. Gucken wir nochmal rein in die Tragwerkseinstellungen, Berechnungsmodell. Und da sehen wir eben bei den Stützen, hatten wir noch die 30 cm eingestellt. Das mache ich jetzt hier auch wieder. Und dann sollte auch alles wieder passen. Also die Automatik hat auch für die Vertikale eine Einstellmöglichkeit. Werfen wir nochmal einen Blick auf das physikalische Modell. Wir sehen jetzt, die Außenkante der Decke ist hier leicht rechts der Achse C. Nun könnten wir aber gerne haben, dass das analytische Modell diese rechte Außenkante der Decke genau auf der Achse C liegen soll, ohne natürlich das physikalische Modell zu ändern. Gucken wir uns das an im 3D-Berechnungsmodell und dazu gehen wir auf Berechnung. Hier gibt es den Punkt Anpassen. Wir wählen nur die rechte Kante aus mit der Tab-Taste. Jetzt wird nur die rechte Kante der Decke gehighlightet und dann erscheint hier oben in den Ribbons die Möglichkeit von automatischer Erkennung umzuschalten auf Projektion und hier taucht dann unser Raster C auf und das können wir dann hier mit grün bestätigen und Sie sehen, die physikalische Kante ist dort verblieben, aber die Kante des analytischen Modells haben wir sehr schön angepasst. Jetzt sehen wir aber, dass die analytischen Wände hier weiter bis zur Außenkante gehen. Auch das wollen wir und können wir im nächsten Schritt ändern. Ja, wie geht das? Die Wandenden, die müssen manuell angepasst werden. Wir gehen wieder auf Berechnung, anpassen und finden hier einen Knopf, der nennt sich passenderweise Anpassung, Wandanpassung. Den habe ich ausgewählt und jetzt können wir hier sagen, diese Wand, dieser Knoten, der soll bitteschön verschoben werden nach dort hin und ja,
das war's schon, können wir hier bestätigen oder wir machen das noch einmal auch auf der Seite, also der Knoten soll bitte schön nach da. Ja, und dann haben wir das erreicht, was wir erreichen wollten. Ja, leider bekommen wir von Revit etwas Wasser in den Wein gegossen. Wenn wir hier mal auf die Ebene 1 zurückgehen und hier mal genau ranzoomen, sehen wir jetzt, dass diese Automatik über die Toleranz, die wir hier eingestellt hatten, leider nicht mehr für diese Wand funktioniert, weil wir dort die Anpassung gemacht haben. Aber auch das ist nicht schlimm. Wir wählen die Wand aus, und zwar natürlich das analytische System. Hier gibt es, ähnlich wie wir es schon bei der Decke gesehen haben, die Möglichkeit, die Ausrichtungsmethode anzupassen, und wir wählen aus Projektion und wir befinden uns ja hier auf der Achse 1, Raster 1 können wir auswählen und dann wird dieses analytische System der Wand auf die Achse 1 gesetzt und alles sieht wieder gut aus. Ja, es gibt eine weitere wichtige Möglichkeit zur Anpassung des analytischen Modells, und zwar arbeitet man hier mit Referenzebenen. Ich gehe mal wieder hier auf das physikalische Modell und will jetzt eine Referenzebene erzeugen. Hier unten, also Referenzebene, die will ich mal hier reinsetzen. So, machen wir ein bisschen besser sichtbar und ziehen die von mir aus auch bis da oben hin. Und hier will ich jetzt die Referenzebene verschieben um 10 cm in diese Richtung, weil ja die Wand eine 30er Wand ist und man könnte hier jetzt beispielsweise sich überlegen, dass die rechnerische Auflagerung bei 1/3 der Wand erfolgt. Natürlich muss man das im Blick haben, aber man muss sich ja für irgendwas entscheiden. Das hat auch Einfluss auf die Stützen und oben wiederum auf die Wand und letzten Endes auch auf die Deckenkante, beziehungsweise die physikalische Deckenkante bleibt natürlich da, wo sie ist, aber die Kante des analytischen Deckenmodells. Also schauen wir erst mal an, was hier mit der Wand machbar ist. Wir können jetzt nämlich diese Referenzebene hier auswählen und umbenennen. Da taucht es auf. Und jetzt sollte man sich sinnvolle Namen ausdenken, damit man auch die Referenzebenen später zuordnen kann. Eine Möglichkeit ist, solche Referenzebenen, die aus dem analytischen Modell resultieren oder für das analytische Modell gesetzt werden, mit zum Beispiel dem Kürzel BE für Berechnungsmodell anzufangen. Ich würde jetzt hier sagen, das ist die AW, die Außenwand, und weil links sich ein Park befindet, ist das eben die Referenzebene BE, Berechnungsmodell, Außenwand, Park. Und sobald ich das getan habe, kann ich jetzt hier wieder in mein Berechnungsmodell gehen, in die Ansicht des Berechnungsmodells, kann diese Wand auswählen, das analytische Modell auswählen und hier jetzt die Ausrichtungsmethode wieder umstellen auf Projektion. Und hier taucht jetzt mein gerade gesetzter Name, meine gerade gesetzte Präferenzebene auf. Und wenn ich die auswähle, sehen Sie, dann springt auch das analytische System entsprechend rüber. Wir sehen jetzt, dass auch die Deckenkante, also die Kante des analytischen Modells der Decke mit rübergesprungen ist. Das hat wieder mit dem Automatismus zu tun. Hier oben sehen wir, vielleicht schauen wir mal im 3D rein, dass diese Wand ja noch angepasst werden muss. Das hatten wir da drüben schon mal gemacht. Können wir ja auch noch schnell machen. Wie ging das? Das war ja Berechnung, Anpassen, Wandanpassung. Diesen Knoten bitte da hinsetzen
und bestätigen, dann passt das. Und was wir jetzt noch haben, sind natürlich die Stützen. Wenn man da mal genauer ranzoomt und man das dünner schaltet, dann sieht man sicherlich, dass hier also das noch nicht passt. Ja, das analytische Modell der Decke endet da und hier steht die Stütze aber im Moment noch nicht richtig verbunden. Also die Stütze, kann ich nur wiederholen, die bleibt natürlich, wo sie ist, aber wir reden über das analytische Modell. Also müssen wir uns auch die Stützen mal anschauen. Ich wähle das analytische Modell aus von der Stütze und wir sehen übrigens diese drei Farben immer, also grün, blau und rot. Grün ist unten der Stütze und rot ist oben der Stütze. Ich habe jetzt diese hier ausgewählt und auch da wollen wir ja jetzt entsprechend eine Anpassung vornehmen. Also oberes Ende wollen wir auf Projektion umstellen. Und dann bietet sich auch hier wieder an, die Referenzebene zu nehmen. Ich stelle das um. Ja, jetzt haben Sie vielleicht erkannt, jetzt ist die Stütze schräg. Oben haben wir sie umgestellt. Das müssen wir jetzt unten auch noch machen. Das ist hier Ausrichtungsmethode an der Basis, Projektion und dann entsprechend umstellen auf Rasterebene. Also haben wir das analytische System dort angepasst. Machen wir es hier auch noch. Also auswählen und die Projektion korrekt einstellen auf unsere gerade erstellte Referenzebene, einmal oben und einmal unten an der Basis. Ja, das sieht doch jetzt schon wieder ordentlich aus. Haben Sie das auch kennengelernt? Das soll es für dieses Video gewesen sein. Im nächsten Video geht es dann um Lasten und um Öffnungen. Also ich sage danke und bis dahin.